Dieses Video war schon vor der Veröffentlichung bekannt und es wurde behauptet, dass es Podesta ist, der im Video ein Kind hat. Das unfassbar traurige Video macht gerade die Runde, aber es ist natürlich nicht bestätigt, dass es sich um diesen Sachverhalt oder gar um Podesta handelt. Die 100%ige Bestätigung wird wahrscheinlich immer auf sich warten lassen. Aber seid euch im Klaren, dass genau so etwas dort passiert ist. Jetzt, nachdem man in den E-Mails die Codes wiederfindet und Epstein schreibt, dass er das Video liebt, macht es ziemlich viel Sinn. Hört euch die Aufnahmen an, um ein Gefühl für das Verbrechen zu bekommen. Immer wenn ich diese Geschreie des Kindes höre, verliere ich jeglichen Genuss am Leben. Dein Herz blutet, nicht wahr? Das sind Bestien. Wahrscheinlich ist das noch harmlos. Es gibt noch so viele unfassbare Behauptungen, dass ihr der Meinung sein werdet, dass es überhaupt keine Menschen sind. Beispielsweise die Adrenochrom-Theorie. Wisst ihr noch, als Menschen vor der Kamera geweint haben, während sie davon erzählt haben? Was war die Reaktion? Verspottung. Und wir sind nun in einer Situation, wo wir diese Behauptung sehr ernst nehmen müssen. Wenn diese Theorie stimmt, dann ist es notwendig, dass das Kind eine unfassbare Angst bekommt, damit das Blut adrenalisiert genug ist. Glaubt ihr wirklich, das können normale Menschen tun? Bist du auch jemand, der den Glauben an das Gute in dieser Welt verloren hat? Diese Menschen laufen gerade frei rum. Es sollte alles getan werden, dass diese Menschen ihre gerechte Strafe bekommen. Zumindest sollten sie bis zu ihrem Lebensende in einer Zelle verbringen. Und vielleicht ist das auch nur der Anfang der Bestrafung. Die Epstein-Akten sind Gold wert. Die ganze Theorie mit Pitgate, die jahrelang belächelt wurde, enttarnt sich nun quasi als wahr. Wir wissen diese Phase momentan gar nicht zu schätzen. Es ist ein unglaublich wichtiger Moment für die, die immer schon derartige Strukturen vermutet haben. Unter anderem die Interessierten auf diesem Kanal. Die Akten stellen einen sehr großen Schritt im Prozess des Erwachens dar. Es herrscht ein komplettes Chaos. Es kommt so viel auf einmal ans Licht, dass man überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Es sind zu viele bahnbrechende Informationen auf einmal. Mainstream-Medien, die derartige Theorien geleugnet haben, reden bald vielleicht schon über Strukturen und Mächte über der Politik. Dass wir diese Tage mal erleben würden. Ich kann nur anspornen, selber diesen Fall akribisch mitzuverfolgen und in die Dokumente zu schauen. Dennoch aber aufzupassen, da auch viele Fake News unterwegs sind. Letztendlich zählt nur ein Verweis auf die tatsächlich existierende Mail in den Akten, die man dann nachschauen kann. Wir hören uns freidenkende, ehrliche Forscher an. Die ganze Welt durchforstet nun Millionen von Akten und findet immer neue Zusammenhänge. Erst einmal die folgende Information. Der Vater von Ghislaine Maxwell war der Medientycoon Robert Maxwell, der nun im Friedhof am Ölberg in Jerusalem begraben liegt, welcher eine religiöse Bedeutung hat. Viele Quellen berichten von seinen Verbindungen zum Geheimdienst Mossad. Das war auch vor den veröffentlichten Dokumenten bekannt. Aber damit, vermutet man, wurden dem einfachen Lehrer Jeffrey Epstein, was nicht abwertend gemeint ist, die Türen in die höheren Kreise geöffnet. Wie kann ein einfacher Lehrer zum Milliardär werden oder solche einflussreiche Menschen erreichen? Glaubt das überhaupt noch jemand? Denn es gibt für diese Behauptung keinen Platz mehr. Die Dokumente sprechen eine andere Sprache. Unter den veröffentlichten Dokumenten befindet sich ein Dokument der FBI aus dem Jahre 2020, in dem es heißt, dass Epstein unter Barak, ehemaliger Ministerpräsident von Israel, als Spion ausgebildet worden sei. Netanyahu bestreitet dies jedoch. Was soll er anderes tun? Das ist eine unglaublich große Behauptung. Epstein sei ein Agent des Mossad für Erpressungsoperationen gewesen. Solche Behauptungen wurden von Persönlichkeiten wie dem ehemaligen israelischen Geheimdienstoffizier Ari Ben-Menashe verstärkt. Er behauptete, schon vor der Veröffentlichung der neuen Akten, Epstein und seine Freundin Ghislaine Maxwell hätten seit den 1980er für den israelischen Geheimdienst gearbeitet. Und jetzt kommt die Krönung. Im März 2018 schrieb Epstein selbst an einen unbekannten Empfänger und zitierte dabei ausführlich aus einem Buch, in dem behauptet wurde, Maxwell sei von israelischen Spionen ermordet worden, weil er gedroht hatte, seine Arbeit für die Mossad öffentlich zu machen, wenn er nicht 400 Millionen Pfund für die Rettung seines scheiternden Unternehmens erhalten würde. Der Politikwissenschaftler und Journalist Murat Akan, dessen quellenbasierte und aufschlussreiche Analysen ich sehr schätze, führt beispielsweise folgendes Dokument an. Auf X werden die Stellen auch immer veröffentlicht. 5 Führer, die Epstein nicht erpressen konnte.
ehemaliger Premierminister von Pakistan Imran Khan, weiterhin Staatspräsident der Türkei Erdogan, Ali Khamenei, Staatsoberhaupt Irans, 4. Putin, Staatspräsident von Russland, 5. Xi Jinping, Staatspräsident von China. Denkt an den Iran-Israel-Konflikt, den Putschversuch in der Türkei, die Verurteilung von Imran Khan. Laut Akhan handelt es sich dabei um Feindbilder, die schrittweise auf alternative Weise destabilisiert oder gestürzt werden sollen, weil sie nicht durch Erpressungsdokumente kontrollierbar sind. Donald Trump möchte derzeit vielleicht gar keinen Krieg mit dem Iran führen, was aber den Interessen Israels im Nahen Osten entsprechen würde. Die ganze Situation in diesem Gebiet könnte eskalieren, vielleicht sogar weltweit, wie einige vermuten. Aber ihm bleibt nichts anderes übrig, wenn ihm die Haft droht. Wir lesen in den E-Mails Epsteins Aktivitäten in der Finanzwelt und der Nahostpolitik. Beispielsweise erklärt er, dass der bekannte Mord an Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul vor einigen Jahren von Mohammed bin Zayed organisiert wurde, um die Beziehungen der Türkei mit Saudi-Arabien durcheinander zu bringen. Erkennt ihr die Perfidität der Pläne? Aus Sicht des israelischen Nahostkonflikts macht es unfassbar Sinn. Weiterhin sagt er, Erdogan hat in der Türkei und im übrigen Nahen Osten ziemlich gute Arbeit geleistet. Die äußerst aggressiven Seemanöver der Türkei, mit denen sie Israel und die Öl- und Gasfelder Zyperns bedrängt, sind ebenfalls ärgerlich. Erdogan verabscheut die diplomatisch unfähige Regierung Netanyahus zutiefst. Und jetzt passt auf, er bereinige das türkische Militär gezielt von israelischer Strömung, welches bisher als israelfreundlich eingeschätzt wurde. Schaut, worum man sich hier Sorgen macht. Die Bereinigung des Hauses, indem man das Personal entferne, das lange an militärischer Zusammenarbeit mit Israel beteiligt gewesen sei ein Hinweis auf die Machtverschiebung in einer NATO-Armee und letztendlich ein Zeichen für die wachsende Unabhängigkeit der Türkei, insbesondere durch die Auflösung früherer strategischer Partnerschaften. Imran Khan sei gefährlicher als Erdogan oder Putin. Er sei religiös motiviert und von einer bestimmten Weltanschauung geleitet, was ihn für Epstein schwer vorhersehbar machte. Aber ein entscheidender Faktor sei, dass Pakistan eine Atommacht ist. Er beschrieb ihn als jemanden, der eher einem Cricket-Teamkapitän als einem Schachspieler gleiche. Er habe die Fähigkeit, Massen zu mobilisieren und emotional anzusprechen. Es liegt an euch, wie ihr diese Einschätzungen einordnet. Und was ist mit Khan passiert? Das sind die Aussagen, die von großer Bedeutung sind, denn sie zeigen seine Positionierung. Die Position, im Nahen Osten bewusst ein Chaos hervorzurufen, den Frieden zu brechen, mit Mitteln, die über alle Grenzen gehen. Denkst du, es gibt noch ehrenhaften Krieg? Jegliche Mittel sind erlaubt. Das Video soll keine antisemitischen Züge annehmen, aber sollen wir die Dokumente nun ignorieren, nur um nicht so kategorisiert zu werden? Wenn es Akteure gibt, die den Frieden brechen, dann müssen diese auch benannt werden, egal woher sie stammen. Und auch wenn Politik sehr komplex und verzwickt sein kann, ist die Grundeinstellung der Akteure mit ein wenig intellektueller Ehrlichkeit deutlich zu erkennen. Wer hat in den letzten 50 Jahren die Kriege ausgelöst? Ist das der große Umbruch, der alles auf den Kopf stellen soll, wie es von den mächtigsten Menschen immer wieder in Konferenzen diskutiert wird? Erst vor kurzem hieß es im World Economic Forum doch Rebuilding Trust. Funktioniert es vielleicht nur, wenn ein ganz frisches System geschaffen wird? Während es früher nur eine kleine, verspottete Gruppe war, die das Vertrauen in die Elite verloren hat, könnte es nun einen weitaus größeren Aufstand geben. Ist das der Grund, warum irgendeine Hand die Welt in ein Chaos treiben möchte?